Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Videomagazin mit einem neuen Video unsererseits. Wir sind in Paderborn bei der Interschau, beziehungsweise ist die Interschau eine Schaustellermesse im Rahmen des Delegierten Tages des Deutschen Schaustellerbundes. Und das gucken wir uns heute zusammen mit euch einmal an und zeigen euch, was brauchen die Schausteller denn alles neben ihren Fahrgeschäften, Ausschankbuden oder Verlosungen und Ähnlichem. Und es sind auch ein paar Hersteller da und halt ein paar Supplier mit anderen Artikeln, mit anderen Sachen, die man braucht. Wird spannend, das kann ich euch versprechen. Und jetzt gehen wir besser rein. Ja, ich bin der Frank und ich habe eine Printery, eine Druckerei und mache Beschriftungen und biete für die Schaustellerei alles Mögliche an Geschäftsbedarf an. Bewerbungen, Drucksachen sind ja auch sehr wichtig, also alles, was hintenrum läuft, um an die Plätze zu kommen, um ausgewählt zu werden. Dann natürlich viele Sachen, um die Geschäfte zu verschönern, zu erweitern, zu modernisieren, irgendwie was Schickeres zu machen. Schilder, Acryl ist ja ein großes Thema, neben LED, was dann sein Part ist. So mache ich Fahrkarten, also Fahnen, eigentlich für alles. Bauzaunplanen, für Sichtschutzzäune, Mülltonnen, das ganze Programm. Bedruckt ihr das alles nur oder erstellt ihr auch die Designs dann für die Schausteller oder ist das so eine Mischung aus beidem? Nein, wir machen alles. Vom ersten Gespräch über erste Entwürfe, komplettes Design, ans Geschäft angepasst, mit Firmenlogo, wie sie es wollen, die Kunden, bis hin zum Endprodukt, bis zum gedruckten Produkt oder halt bis zum beklebten Geschäft. Denn das machen wir auch. Wir folieren auch komplette Geschäfte. Was hast du denn so an Beispiel, was man kennen könnte, was irgendwie größer ist, was ihr mal umgesetzt habt? Weil ihr habt ja jetzt hier relativ viel kleinere Sachen ausgestellt. Ja, Kundschaft ist, haben wir beide zum Beispiel den Oliver Jehn mit dem Laserpix. Dann haben wir aus dem Rheinland, Mönchengladbach, Marvin Dresen zum Beispiel mit dem Polyp. Dann Jessica Dresen, den Beachjumper hatte ich gemacht, bevor sie verkauft haben. Bruno Dresen mit dem Bierdorf, da habe ich sehr viel gemacht vor einigen Jahren. Den Happy Traveler zu Heino Winter Zeiten. Dann habe ich zum Beispiel für Marcello Winter aus Bremen den Fleischspießeladen, den neuen, mit gestylt, die Schilder gemacht. Es ist wahnsinnig viel. Familie Zündorf-Japs, Kutschenbauer, Fischer, Wolter,
Es gibt so viel Vorlauf. Der war ja gerade hier, du hast ihn ja gesehen. Es gibt so viele, also die hast du gar nicht alle im Kopf. Du hast ja hier ein paar Sachen ausgestellt. Gibt es dann 2, 3 Sachen, die du uns zeigen möchtest, was das Besondere ist und warum ich dann auch zu euch kommen soll, das machen zu lassen? Gut, warum du unbedingt zu uns kommen solltest, weiß ich ja, aber wir können gerne mal. Eine Sache, die ich angefangen habe als einer der ersten, das sind halt die Acrylschilder, die auch konturgeschnitten sind. Ja. Ja, ich fräse die, ich drucke das in verschiedenen Materialstärken. Ich kann das Acryl von 1,5 bis 10 mm bedrucken, in Platten bis 2,50 Meter mal 1,50 Meter mit Konturschnitt und rechteckige Platten 3 Meter mal 1,50. Also das ist schon eine Hausnummer. Wenn du so eine riesen Sache hast, so eine riesen Preistafel hast aus Acryl, ist schon eine geile Nummer. Ne? Ja, das sind so Sachen, da mache ich, das ist zum Beispiel für Lühmann aus dem Heidepark, da haben die das Knusperhaus. Das ist für die Familie Rasch, die Dombäckerei. Das habe ich jetzt zum Hamburger Dom, zum Winterdom fertig gemacht, die ganzen Schilder. Das sind dann so Schilder, die als Preistafeln dann im Verkauf sind, oder? Richtig, das sind Thekenschilder, die halt in der Theke stehen. Dann habe ich auch Hängeschilder, die unter der Klappe hängen. Die sind jetzt für im Fenster. Dann habe ich für Eisenhower, auch für den Hamburger Dom, die sind, ich schiebe den mal an, egal, die sind beidseitig. Hier ist sogar die Schutzfolie noch drauf. Die hängen dann unter der Klappe. Dann natürlich die Zahlteller, wo man schönes Kleingeld drauflegt. Aus Acryl, also aus Acrylglas und auch aus Dibond, Metall, machen wir das auch. In sämtlichen Größen, auch solche Preistafeln. Fahrpreisschilder. Hier haben wir zum Beispiel den Schlager-Express von Maverick. Die habe ich auch gemacht. Für den Schlager-Express. Die Krone in der Mitte ist auch von mir. Die Bauzaunplanen sind auch von mir. Die Kasse habe ich auch gemacht. Und die Kasse, die wird jetzt im Winter hier oben, der Fahrstand, das wird auch im Winter gemacht. Ich habe den Affen, den hat der David, wo du gleich mitsprichst, den hat er neu gerendert. Wir haben den also 1:1 nachgebaut. So kann ich den drucken und die Kasse neu bekleben. Dann hat er den alten Affen mit der Trommel wieder da drauf. Ne? Ja, das sind so Sachen, das macht auch, es macht echt Spaß für Schausteller zu arbeiten. Das kann ich echt sagen. Du musst der Typ sein, weil es ein eigenes Volk, aber ein schönes Volk. Sagen wir mal, du kennst das ja auch. Du bist ja hast schön gesagt. Auch auf der Plätze unterwegs. Das ist halt so. Ne? Ja. So, und ja, Bewerbungen. Was wir machen, was nicht viele machen. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. Die Bewerbung ist matt und die ist teilweise glänzend foliert. Ja. Der sogenannte Partiallack. Ja, genau. Partieller Glanzlack. Ne? So, das ist jetzt für ein Take-Off. Wir haben ja nicht nur Dresden mit dem Musikexpress, wir haben auch den Dschungeltrain von Rinaldo Jansen. Ne? Ja, das sind einfache Bewerbungen. Dann haben wir zum Beispiel auch an Reihe Imbiss, das ist die Wrap Factory von Nicolas Traber und Michel Marx, jetzt Traber. Das ist das neue Geschäft. Nee, das ist die Vorabbewerbung für das neue Geschäft. Damit bewerben sich die Schausteller halt bei den Platzmeistern, damit sie einen Platz bekommen oder halt eine Absage. Ja, ich habe gerade noch eine Bewerbung gesehen, die finde ich richtig stark. Die war gerade noch aufgeklappt auf der. Also, das ist richtig geil. Ja. Das ist praktisch eine normale Bewerbung, wo dann das Geschäft, das wird gedruckt und ausgestanzt und dann wird das von Hand eingeklebt.
Das ist natürlich klar. Die Pizzeria, das ist der David, weil er ist auch Schausteller und das ist sein Geschäft. Macht natürlich Spaß, ne, wenn du als Platzmeister sowas kriegst, aufschlägst. Was aber noch eine tolle Sache ist, ich habe zum Beispiel auch in Meppen den Weihnachtsmarkt gemacht für den Pascal Braun. So. Und der hat eine Bewerbung, wo die Beschreibung drin ist, der Bewerbungstext drin ist. Und wenn du es ganz aufklappst, hast du die als Plakat. Das gibt es auch in Hochglanz. Die haben wir jetzt auf die Schnelle machen müssen. Darum ist das in dünnerem Material in matt gedruckt. Ne? Aber das geht auch in Hochglanz. Nicht schlecht. Sehr cool. Danke dir schon mal für den Einblick. Sehr spannend. Nicht zu danken. So, wo haben wir den David denn? Also, mein Name ist David Bienert. Ich komme ursprünglich aus der Schaustellerbranche und habe zu Corona noch mein Studium gemacht in 3D-Animation und Visual Effects. Und jetzt habe ich beides verbunden und bin halt auch der Gründer der Firma Fair Art. Haben wir vor 2 Jahren gegründet. Wir sind spezialisiert auf Freizeitparks, Veranstalter und auch Schausteller für neue Konzepte, Designs und von der Konzeption bis halt hin zur Umsetzung. Wir beliefern sie, ich sag mal, nicht nur mit neuen Ideen und neuen Techniken, auch gerade in der Animations- und Videobranche, wie man sieht. Wir haben auch viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, so wie die Firma Gerste LED Design. Die bauen sowas wie diese Kugel hier und wir sind halt verantwortlich für die Videos. Und auch Firma Blume, innovative Verkaufshütten, auch sehr etabliert auf dem Markt, auch Europa und weltweit sogar in Atlanta. Im Weihnachtsmarkt, die sind auch bestückt mit Weihnachtsmarkthütten. Wir machen halt die Konzeption, machen daraus 3D-Modelle, die auch cutfähig sind, also auch mit CNC-Geräte und sowas. Und er bekommt von uns die Dateien und baut dann danach 1:1 die Umsetzung, wie der Kunde es auch haben möchte. Das ist dann nicht nur ein Konzept mal aufgemalt und sieht ungefähr so aus, sondern bei uns bekommt der Kunde genau das, was er dann im Computer sieht, weil alle unsere Sachen, dadurch, dass sie 3D animiert sind und modelliert sind, auch VR-fähig sind. Das heißt, der Kunde ist dann auch bereit, ich sag mal, seine neue Attraktion oder seinen neuen Park oder sowas halt auch vorher VR-fähig zu belaufen. Stark. 3D-Druck macht ihr aber auch, habe ich das richtig verstanden? Genau, weil wir bieten ja, ich sag mal, soweit es möglich ist, eine All-in-One-Lösung an, von der Konzeption bis zur Umsetzung. Dadurch machen wir auch 3D-Druck. Wir haben mehrere Drucker zu Hause ausstehen, auch größere. Ich meine, hier haben wir so ein kleines Probemodell vom Bambu Lab, das ist ja auch sehr, sehr bekannt. Und wir drucken dann unsere modellierten Sachen in klein sowie auch in groß, weil auch gestückelt werden kann. Die werden dann halt gefüllert, lackiert und halt auch UV- und wetterbeständig gemacht. Sind das dann Dekoteile, die dann für die Attraktionen sind oder was genau druckt ihr dann? Unter anderem auch, wenn man sein eigenes Maskottchen hat. Wir haben jetzt auch ein Projekt, wie gesagt, Oliver Jehn wurde vorhin schon erwähnt, da kommt ein Laserpix 2.0. Sowas wird dann auch eine große Figur, die dann halt als Dekofigur dort steht oder halt auch Fassadenteile oder Fassadenwände oder sonstiges. Also da ist alles möglich. Im 3D-Bereich gibt es keine Grenzen. Das ist schon mal sehr spannend, aber hier läuft bei euch am Stand jemand rum in einem witzigen Anzug. Ja. Ihr habt da auch eine nochmal andere Technologie für etwas anderes. Was habt ihr nämlich noch Besonderes hier? Wir haben einen Motion Capture Anzug von der Firma Rococo, die auch in den großen Hollywood Studios genutzt wird. Und zwar ist es so, dass unsere Charakter, die wir auch erstellen, ob es jetzt was Privates ist von jemandem oder ich sag mal direkt von uns konzipiert worden ist, als 3D-Modell, dann erstellen wir auch das Skelett, das Rig dazu und halt die Gesichtsmuskulatur. Und mit dem Anzug kann man dann halt eigene Animationen machen. Die werden natürlich dann auch gerendert und in der Post-Production nachbearbeitet. Aber wir haben hier eine kleine Live-Vorführung, können wir gleich machen. Das ist dann live, aber nicht so, wie das Endprodukt halt auswählt, weil die Post-Production, die Postbearbeitung fehlt dann halt in der Fall. Ne? Also fürs Verständnis einfach ausgedrückt, ich habe einen eigenen Charakter, den ich sonst überall nur drauf gedruckt habe. Genau. Und den könnt ihr dann mit einfachsten Mitteln in Anführungsstrichen beweglich animieren, dass der dann ein Begrüßungsvideo zum Beispiel macht, ohne dass man jetzt eine krasse Einzelanimation davon bräuchte, sondern man hat direkt eine 3D-animierte Figur. Ist das so grob richtig? Das ist komplett korrekt. Also wir machen mit dem Anzug dann mit dem Charakter die Animation, die der Kunde wünscht. Ob es jetzt im Eingangsbereich ist und er die Besucher begrüßt oder eine Attraktion erklärt oder auch einfach nur als Promo-Video für irgendwelche Werbeclips, hat man damit natürlich im 3D-Bereich die Möglichkeit, alles Mögliche zu machen.
und natürlich auch dann ein Voice-Over zu machen mit eigenen Stimmen und sowas, wie man das halt auch aus den früheren Techniken kennt, wenn man in 2D zum Beispiel einen Cartoon-Character genommen hat. Auch wichtig und spannend, neben natürlich den ganzen Schildern, was ihr gerade gesehen habt, ist natürlich, dass die Leute von A nach B kommen und irgendwo auch bleiben können. Und hier haben wir zum Beispiel einen Mannschaftswagen von Rosenmeier. Irgendwie cool, irgendwie gemütlich. Ne? Du hast hier ein Doppelbett, sogar einen Kühlschrank, ein kleiner Tischchen und hast nicht nur das eine Department, sondern in dem Fall jetzt hier sogar, glaube ich, 3, wobei ich nicht weiß, ob da noch, also hier ist nochmal das gleiche in grün und hier auch. Also wird es dann nochmal einen Wagen geben mit Waschräumen und Waschmaschine und so. Aber cool als Anhängervariante. Auch immer spannend, interessant. Es gibt von Attractions Factory, die kommen aus Polen, auch hier, ich sag mal Geisterbahnfiguren oder Animatronics. Die Lady am Drehspieß finde ich auf jeden Fall mal unendlich cool. Habe ich so noch nie gesehen, ist super unique. Fahrgeschäftehersteller sind auch natürlich hier vor Ort, zum Beispiel Sartori oder Fabri aus Italien oder ein bisschen nördlicher aus der Schweiz, die Kollegen von RAS Rides. RAS Rides bei der Interschau. Holen uns ab, was ihr hier macht, weil man kennt euch ja eigentlich erstmal mehr mit stationären Anlagen. Habt da aber ein heißes Eisen auch gerade im Feuer. Das stimmt. Wir waren letztes Jahr schon in Hamburg und haben gemerkt, dass wir eine super Resonanz haben. Und wir haben ja mit dem Oracle, der dieses Jahr auf die Reise gehen soll, unser erstes mobiles Fahrgeschäft, was sehr kompakt ist. Und wir wollten natürlich, nachdem das jetzt auch ein bisschen Verzögerung hat, was bei Prototypen auch normal ist, uns auch hier wieder präsentieren und auch die Resonanz auf dieses Fahrgeschäft bekommen. Und das ist gut. So, nebenbei haben wir auch gesagt, wir wollen neben den stationären Anlagen, die im Moment auch gut am Markt ankommen, auch mehr in die mobilen Fahrgeschäfte gehen, weil dort haben wir das Thema, wir werden immer wieder angefragt, Rundfahrgeschäfte, Familienfahrgeschäfte, mal was anderes, mal was Neues. Und damit sind wir hier mit Mark Rides, dem Klaus Mittelhoff, der ein meiner Meinung nach genialer Designer ist, einen guten Partner, mit dem waren wir letztes Jahr auch schon hier. Und damit können wir, ich sag mal, die Konstrukteure, die rein technische Seite auch mal mit der kreativen Seite zusammenbringen und sind deswegen auch dieses Jahr wieder auf der Interschau. Ihr habt auch 2 Modelle hier mitgebracht, aber möchtest du vorher nochmal die Leute abholen, was das Besondere am Oracle ist, die das vielleicht jetzt noch nicht so ganz auf dem Schirm haben? Ein ganz großer Vorteil des Oracles ist erstmal, dass es extrem kompakt im Transport ist und im schnellen Aufbau. Das heißt, wir haben es auf einem Mittelbau und brauchen im Endeffekt keine zusätzlichen Fahrzeuge für das reine Fahrgeschäft. Das ist erstmal ein ganz großes Plus, gerade bei den jetzigen Kosten Transport. Der nächste Punkt ist, es ist mal ein ganz neues Fahrgeschäft. Es ist ein Thrill-Ride, es hat ganz viele Bewegungen und wir sind dort wirklich mal gespannt auf die Resonanz der Fahrgäste. Der Schausteller selber ist ganz heiß, der will lieber gestern als morgen fahren. Wir sind jetzt in der TÜV-Abnahme und sind frohen Mutes, dass wir im März damit auf die Reise gehen können. Stark, freue ich mich schon drauf, bin ich sehr gespannt. Ihr habt auch 2 Modelle hier mitgebracht auf dem Stand. Kannst du uns da auch schon was zu sagen, was das für Konzepte sind? Ja, das sind im Endeffekt Rundfahrgeschäfte, wo wir 24 Personen in der Kapazität haben. Die Größe ist im Durchmesser irgendwo zwischen 15 und 20 Meter. Es ist ja noch nicht ausingeniert. Wir beladen die Gäste alle zusammen, dann fährt der Turm hydraulisch hoch, geht in eine Rundfahrt. Die einzelnen Hufeisen gehen dann in eine Rundfahrt. Und wenn wir den einen Bereich haben, das ist die Laola, die hat eine Bank, ja, wo die Familie zusammen drauf sitzen kann, ab 90 Zentimeter, das in eine Schaukelschwingung kommt. Oder der Alle Hopp hat im Endeffekt Rundgondeln drauf, die die Möglichkeit der Interaktivität heißt. Das heißt, die Fahrgeschäfte können die Rundgondel auch nochmal drehen und haben damit ein bisschen mehr Thrill. Sehr schön. Ihr werdet in Frankreich auch jetzt bald was Neues eröffnen, im Parc de Com. Kannst du uns da auch abholen? Was war gestern bei uns in den News-Videos? Wenn wir das Video heute drehen, das ist also jetzt schon ein bisschen her. Das hat vielleicht nicht jeder mitbekommen. Was macht denn in Frankreich von RAS Rides auf? In Frankreich kommt der Wave Twist, den wir ja auch in den USA dieses Jahr eröffnen. Der große Unterschied an dem Wave Twist in Frankreich ist, dass es die abgespeckte Form in den Gondeln ist. Dort haben wir, jetzt darf ich nicht lügen,
5 und 5 Personen anstatt 10 und 10. Der große Vorteil ist aber, wenn der Park in 2, 3, 4, 5 Jahren sagt, oh, die Kapazität reicht uns nicht, dann kann er bei uns einfach die weiteren Sitze nachkaufen und installieren und erhöht somit seine Kapazität. Und das wird auch ein mega geiles Fahrgeschäft. Also wir sind auch hoch erfreut und freuen uns und danken auch dem Park, dass er im Endeffekt den Prototypen für Europa sich angeschafft hat. Und wir sind ganz glücklich und freuen uns auf dieses neue Fahrgeschäft in Frankreich. Vielen Dank schon mal für den Ausblick. Und heute hat RS Rides noch was ganz Neues präsentiert und bekannt gegeben. Ihr habt nämlich einen neuen Turm für Istanbul in der Pipeline oder jetzt angekündigt. Was kommt denn da noch? Ja, in Istanbul kommt unser Balloon Tower oder unser Jellyfish Tower. Der ist baugleich mit dem Turm im Legoland. Und dieser wird dieses Jahr dort eröffnet. Wir sind total fasziniert, weil durch dieses andere Layout, das andere Design, wirkt dieser Turm plötzlich komplett anders. Und wir freuen uns auch darauf, dass wir dort nach Legoland, wo wir Legoland auch sehr dankbar sind im Nachgang, dass sie damals mit uns dieses Risiko für einen Prototypen eingegangen sind, jetzt den zweiten Turm bauen dürfen. Und wir freuen uns. Und das wird auch ein mega Schub für die Firma. Und auch, ich glaube, es ist auch für die Branche schön, da mal ein anderes Fahrgeschäft noch mal ein zweites Mal zu sehen. Super, vielen Dank. Und wir gehen jetzt nicht nach Nickelodeon wie der Turm, sondern erstmal weiter über die Interschau. Ja, von der Currywurst zum Probieren über die Reinigung der Grillplatten made in Germany gibt es natürlich auch verschiedenste andere Lösungen und Dinge, die man braucht, wie zum Beispiel die Beleuchtung für den Weihnachtsmarkt, Boxautomaten und ähnliches für den Platz in verschiedensten Farben, Formen, Größen und Stilen. Auto Obermann ist auch am Start mit Transportlösungen für Schausteller und ja, diese ganzen Sachen, die groß und besonders aufgebaut werden, müssen ja auch von A nach B gebracht werden. Und das ist ja manchmal ziemlich individuell und ist alles nicht von der Stange, weil es halt wirklich verrückte Sachen sind. Und auch selbst wenn es jetzt ein ähnliches Karussell sein sollte wie eins, was man schon kennt, kann das ja auch durch die Besonderheiten und Thematisierungen anders vom Volumen sein oder muss anders transportiert werden. Ansonsten natürlich LED-Lösungen. Es gibt für die Verlosung und die Greifautomaten, die Plüschtiere, komplette Ausschankhütten, kann man sich ja auch angucken. Oder verschiedene andere Claw-Machines, wo ja gerade die erwähnten Stofftiere zu kaufen sind. Oder die Maschinen, die Greifer direkt selbst auch hier in verschiedensten Varianten man sich angucken kann, ausprobieren kann und darüber informieren kann. Wir haben euch ja schon ein paar Sachen gezeigt, die typisch sind und man erwarten würde, wenn es um eine Schaustellermesse geht. Was man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hätte, wäre IMA-Score und IMA-Motion. Und wir sitzen hier mit Xaver Willebrand und du erzählst uns jetzt, was ihr hier macht. Ja, also wir haben uns nicht verlaufen. Wir sind aus einem Grund hier. Und zwar, wir sind vor etwas über einem Jahr angefangen, so ein bisschen mehr auch in diesem Bereich zu machen, ein bisschen mehr auch für Schausteller zu arbeiten. Haben wir immer mal wieder hier und da, aber das war so tröpfchenhaft, es war eigentlich nicht der Rede wert. Aber so das erste Projekt, das wirklich größer war für den Paderborner Schausteller Bete Thelen. Und er hat sich ein neues Fahrgeschäft angeschafft. Da waren wir relativ früh mit an Bord. Und dann kam zuerst das Thema Musik auf, was naheliegend war. Und dann ging es um das Thema Konzept und Idee, Storytelling und wie gestaltet man das überhaupt. Und so ist das Ganze nach und nach immer größer geworden. Und wir haben dann tatsächlich schlussendlich im Grunde das ganze Fahrgeschäft gestaltet. Wir haben nichts damit zu tun, was jetzt die Hardware des Fahrgeschäfts angeht, aber eben die Storytelling und die Media-Integration und den Content an sich. Und dann kam es dann natürlich auch auf Musik und dann kam es auf Grafiken, die benötigt werden, eben von der Website, das Logo und alles drum und dran. Und ja, so haben wir plötzlich einmal quasi Full Service an einem Kirmesfahrgeschäft gearbeitet. Und wir sind selber, also ich will nicht sagen, uns geht der Arsch auf Grundeis, es zu sehen, wie es in Realität ist. Das war schon so, bevor wir dann die ersten Bilder gesehen haben aus dem Werk, wo wir dann gesehen haben, oh, die Reittöne, die wir ausgesucht haben, zusammen, natürlich immer auch in Zusammenarbeit mit dem Schausteller, sind wirklich schön und es funktioniert und es harmoniert. Dann waren wir ein bisschen beruhigter.
Aber es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie das zusammenkommt und es wird noch spannender zu sehen, wie die Gäste darauf reagieren. Das werden wir uns natürlich auch vor Ort demnächst dann mal angucken, wenn Bethel-Thelen damit auf Reise geht. Super cooler Zusammenhang noch ist Imascore, Imamotion aus Paderborn, Bethel-Thelen aus Paderborn. Wir sind in Paderborn und es haben ein paar Jungs ein Modell für Hypnotizer, von Hypnotizer gebaut für Bethel-Thelen und die Übergabe könnt ihr euch jetzt angucken und seht dann auch, was das eigentlich für ein Fahrgeschäft von KMG dann werden wird. Du hast uns auf die Reise mitgenommen von deinem neuen Geschäft, was uns für uns auf jeden Fall schon mal eine riesen Ehre war. Und ja, wir wollten dir einfach mal ein bisschen was zurückgeben und auch gerade, weil wir dadurch haben wir Justin ja auch immer besser kennengelernt. Und ja, was machen wir am besten? 3D-Druck und Modellbau und ja, ich lasse dich überraschen. Ich hoffe, es können dir eine Kleinigkeit überreichen. Also eine Kleinigkeit jetzt nicht, wir haben jetzt ein halbes Jahr daran gebaut und geplant. Immer, weil Justin natürlich jetzt auch immer auf der Reise war. Und ja, ich hoffe, es dir gefällt dir und du hast ein bisschen was von uns dann zu Hause stehen. Und ja, ich sag mal, du darfst es enthüllen. Ja. Oder ihr beide. Ganz vorsichtig. Oder ihr beide. Den Vorhang gerne. Trommelwirbel. Und ja, sag go. Go, go. Hoppa. Oh, hey. Ja, sehr cool. Ja. Sehr viele Details. Auch das T in den Geländern ist drin. Jungs, gut gemacht. Nach Musik und Gestaltung geht es natürlich ein bisschen weiter und auch ein wichtiger Part sind Gläser und Tassen, vor allem wenn du halt auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs bist, die Glühweintassen und da gibt es auch einen großen Stand für, dann natürlich verschiedene Hydraulikbauteile, die wichtig sein können oder auch Bus-Park-Attractions sind natürlich mit am Start, aber ich habe gestern einen WDR-Beitrag gesehen und da hieß es auch schon über das 4-Millionen-Projekt, kann nicht gesprochen werden und kann die Kamera leider nicht mitkommen, wieder verschiedenste LEDs bzw. die Bubbles und Beleuchtung, Verpackung, Pommesschalen und ähnliches auch super wichtig. Und jetzt kommen wir wieder langsam in den spaßigen Bereich beim Ausschank und da hört ihr mich glaube ich nicht mehr so gut. Also sehen wir uns im nächsten Take wieder. Wir sind hier in Paderborn auf der Messe. Mein Name ist Ron Oberschelp und wir sind an den Stand von Jacob de Boer, ein holländischer Maler, wo noch alles 100% mit Hand gemalt wird. Warum stehst du denn mit mir jetzt an seinem Stand? Ja, wir bekommen ja ein neues Laufgeschäft und das wird von den Jacob gemalt und deswegen bin ich hier und mache dann noch zusätzlich mal ein bisschen Werbung für mein neues Geschäft. Warum hast du dich dafür entschieden, dass er die Bemalung macht? Die Planung war, ein neues Laufgeschäft zu bekommen, weil mein altes habe ich jetzt schon 14 Jahre. Dann wollte ich mir ein Thema aussuchen und wollte keine Häuserfronten oder das, was es immer schon viel gibt. Und dann bin ich da auf Facebook zufällig auf ihn gestoßen und habe gesehen, Handmalerei. Ich denke, schön, Handmalerei. Alle machen im Moment Klebefolie oder Airbrush. Ich sage, Handmalerei ist dann auch wieder was Besonderes. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Ne? Ich habe ihm den Namen vorgegeben von unserem neues Geschäft. Und den Entwurf hat er dann von seinen freien Stücken ausgemacht. Und der erste Entwurf, der von Jacob kam, ist gleich perfekt gewesen und ist das Endresultat. Kannst du uns schon ein bisschen was verraten, was bei deinem neuen Geschäft so passieren wird, was die Besonderheiten sein werden?
Wenn immer neue Laufgeschäfte, Pfannhäuser angekündigt werden, erfindet jeder das Rad neu quasi. Also es wird immer gesagt, anders wie die anderen. Wir haben auch viele Standardsachen drin, wir machen aber auch viel mit Interaktiv- und LED-Monitore, weil wir haben keine echten Fische drin. Das wurde ich schon 10-mal gefragt, auch von Veranstaltern. Echte Fische, das können wir nicht zulassen. Ich sage, es wird alles digital sein, digitale Spiele, ein paar neue Effekte und darauf bauen wir halt. Super, danke euch erstmal und wir gucken uns das dann demnächst mal an, wenn es fertig ist. So, ich bin mal kurz draußen. Es gibt nämlich auch einen Außenbereich und stehe vor einem Actros L mit der Gigaspace-Kabine. Was ein Monster, wäre ich auch gerne gefahren. Aber Gigaspace weiß ich nicht, ob man das braucht, wenn man gar nicht so viel fährt, sondern eher auf den Plätzen steht. Ich finde es aber auch geil, dass Mercedes den Stern wieder am Start hat. Und man kann sich hier halt echt draußen einfach mal ein paar Zugmaschinen angucken. Brauchen wir ja nicht drüber reden, dass so ein schöner Scania Schwedenbauer richtig gut aussieht. Aber auch cool, dass man jetzt mal Ford-Zugmaschinen mehr auch in Mitteleuropa sieht. Und dann gibt es natürlich auch diese kleinen Holzfassbuden. Auch sehr cool. Ich drehe euch einmal kurz. Das ist ja so gemütlich einfach. Und ja, guck mal, 7.800 € Messepreis für so ein Holzfass. Und das musst du auch erstmal wieder reinholen. Ne? Vor allem, wenn du auch die LKW-Preise dir anguckst, hier verschiedenste Größen und Varianten natürlich von diesen Kabinen. Und dann auch noch ein, ja, Fang den Nemo, Entchenangeln oder Nemo, Goldfischangeln. Auch hier ausgestellt im Außenbereich. Und ein kleiner Schwenk noch zu so einer Claw Machine Booth mit Augen drüber sogar. Das auf jeden Fall dann auch nochmal an dieser Stelle. Und damit sind wir eigentlich auch durch mit der Interschau hier in Paderborn. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick bekommen, einen kleinen Einblick bekommen, was hier geht, was man hier so machen kann und ja, was hier so gezeigt wird. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr zu einem neuen Video hier auf dem RadView YouTube-Kanal.